Ende ist auch immer ein Neubeginn. Das neue Jahr hat begonnen. Wir haben festlich, sittlich und ehrfürchtig in das chinesische Neujahr nach dem Mondkalender gefeiert. Nun wurde ein Neubeginn markiert. Überall rot, überall Lampen, überall Geschenke. Doch wenn ich auf das Datum 9.3. schaue, Fühlt es sich so unglaublich spät an. es wirkt so, als wüsste man nicht, wo die Zeit geblieben war. Habe ich etwas verpasst? Wie können schon wieder 2 Monate vergangen sein? Obwohl es doch erst jetzt beginnt. Man sieht sogar schon die ersten Jugendlichen mit T-Shirts herumlaufen. Während die anderen noch mit dicken Daunenjacken herumspazieren. Langsamkeit. Das ist es, was ich mir für diese Reise gewünscht habe. Langsamkeit. Sogar bei der Genesung und Krankheit. Ja, fast sogar Langeweile. Aber nur fast, denn mit Kindern wird es ja nie langweilig. Alles hat sehr viel länger gedauert. Mir scheint, dass das Leben in der hektischen Großstadt Mit viel Verkehr, Arbeit und Radau schneller ist. Schneller im Arbeiten, schneller im Denken, schneller im Entwickeln, aber auch schneller im Erwachen. Ja, vielleicht. Andererseits, vielleicht auch nicht. Denn die Menschen hier stehen irgendwie genauso unter Druck. Warum? Durch den vielen Konsum von Fernsehen, Handy, durch die Dominanz der Regierung, des politischen Systems. Niemand ist wirklich schockiert, wenn wieder die Schafe nur noch gefüttert werden dürfen, statt zu weiden. Oder dass alkoholisierte Fahrer die Strafe bekommen, dass deren Kinder Nachteile erhalten. Ist zwar nicht normal, aber was willst du machen? Dinge verändern sich. Ständig. Komme, was wolle, wir passen uns an. Welche andere Wahl habe ich? Willst du noch mehr verlieren? man muss ganz schön mutig sein, wenn man nicht alles mitmacht. Und man muss sich dessen bewusst sein, welche Konsequenzen das für das Leben deiner Geliebten hat. Bist du bereit, alles zu riskieren? Nur die wenigsten sind es. Also gibt es nur diesen einen Weg der Anpassung. Warum die Asiaten das so gut können? Vor allem die Chinesen, weil sie nichts anderes besser können. Ist das schlimm? Wieso sollte es das sein? Die Alternative kennst du doch. Gerne bist du also der Angepasste. Der dritte Weg? Weglaufen, Freiheit erkaufen, Freiheit erflüchten. Dann aber die Entscheidung endgültig treffen. Es gibt kein Zurück, Keine Nostalgie. keine Kindheitserinnerung mehr, keine Besuche und alte Freunde. Was ist es wert? Und wann ist es das wert? Ein altes Leben beenden. Auch hier brauchst du Mut oder Aussichtslosigkeit. Was ist also meine Geschichte? So gern ich auch meine Geschichte erzählen möchte, ist die doch nicht zu trennen von denen meiner Eltern. Weil sie Entscheidungen für mich getroffen haben. Tatsächlich gab es vor 25 Jahren noch eine andere Möglichkeit. Nämlich die der Entdeckung. Jemand hat meinen Vater für die Wissenschaft ins Ausland eingeladen. Und jetzt, wo du schon ein besseres Leben gesehen hast, willst du es nicht mit aller Kraft versuchen, dieses bessere Leben zu führen? Meine Geschichte ist, dass ich 1 bin. Und 2. Findet man das nicht in dem Prinzip der Polarität wieder? Was heißt eigentlich bipolar sein? Das Wort verstehe ich nicht. Und diese angebliche Krankheit noch weniger. Und doch fühlte ich mich nicht ganz das und nicht ganz dies. Ich denke, ich sitze so ziemlich auf beiden Stühlen. Etwas, was viele Passagiere toll finden. So erzähle ich meine Geschichte. Nicht so, als fühlte ich mich verloren. Nein, ich bin hier. Ich bin da.
Ich bin mehr, ich bin alles und das Ganz.